Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr den eigentlich für 220 Volt ausgelegten Son of Basic auf 12 Volt umbaut, dass ihr diesen mit Niedervolt-Spannungsgeräten nutzen könnt und dass ihr diesen auch offiziell und ganz legal hier in Deutschland anschließen könnt. Viel Spaß bei diesem Video. So, vor ein paar Wochen habe ich dieses kleine Paket von Gearbest erhalten. Enthalten darin war ein Son of Basic. Diesen habe ich ausgepackt. So, zuerst einmal, was ist denn in der Packung drin? In der Packung drin ist der Son of Basic mit diesen zwei Schutzkappen. Außerdem noch ein Qualitätspassschein mit einem aufgedruckten, also ich dachte, das ist ein Kleber, aber das ist aufgedruckt, mit einem aufgedruckten Siegel. Dann eine chinesische Betriebsanleitung und eine deutsche Betriebsanleitung. Und noch ein paar kleine Schräubchen. Und der Versand von Gearbest war sehr schnell. Und jetzt kommen wir mal zum Teil des Umbaus. Was benötigen wir denn dafür? Also natürlich den Son of Basic. Außerdem braucht ihr einen Spannungswandler, hier einen 7805 5 Volt Spannungsregler, hier sogar aus Deutschland von Konrad. Normalerweise bestelle ich aus China, also das ist jetzt ungewöhnlich. Dann ein kleines Stück Platine, irgendeins. Ich nehme jetzt hier dieses hier. Dann noch zwei von diesen kleinen Keramikkondensatoren und Kabel in möglich zwei verschiedenen Farben. Außerdem benötigt ihr eventuell noch ein wenig Schrumpfschlauch für die Kabel, etwas Lötzinn und ein Tool, mit dem ihr die Platine bearbeiten könnt. Speisen für unsere 5 Volt nehmen wir hier diesen 3,3 Volt Spannungswandler für den ESP8266. Ganz links hier ist Ground und ganz rechts sind plus 5 Volt. Hier müssen wir jetzt zwei Kabel anlöten, also heizen wir jetzt schon mal unseren Lötkolben auf. Ich würde euch mal einfach empfehlen, ein wenig abzuschneiden. Von der Länge her eigentlich relativ egal. Von der anderen Farbe genauso. So, kommen wir nun zum Verlöten. Erst einmal müssen wir das ganz linke und das ganz rechte Beinchen des Spannungswandlers mit ein wenig Lötzinn verziehen. So, jetzt kommen unsere beiden Kabel ins Spiel. So, ich habe jetzt hier beide Kabel vorbereitet, relativ kurz abisoliert. Und jetzt müssen wir an das linke Beinchen mit Ground. Also verziehen wir erstmal hier das Kabel. Jetzt wird das ganz vorsichtig hier angelötet. Das zweite Kabel wird ebenfalls verzinnt. Und das kommt jetzt hier rechts an das Beinchen. Jetzt ist hier alles verlötet. Am besten überprüft ihr das nochmal und zieht auch mal dran. Und schaut, dass hier keine Kurzschlüsse sind. Um die Platine zuzuschneiden, nehme ich so ein Rotary Tool und einen solchen Schleifaufsatz. Den spannen wir jetzt mal ein. So, wir markieren uns jetzt auf der Platine erst einmal eine Schnittfläche. Ich nehme jetzt mal hier circa so viel. Einfach nur eine grobe Richtmarkierung, damit wir wissen, wo wir schneiden müssen. Jetzt haben wir hier unsere Cutterbank. Nehmen einen Cutter, schneiden die auf, mopsen wir uns mal einen raus. So, und den platzieren wir jetzt ungefähr mittig auf der Platine. Einfach so.
biegen ihn um. Jetzt können wir hier unten erstmal die Beinchen anlöten. Diese werden einfach hier oben durchgesteckt. Gut. Und die biegen wir jetzt einfach um. Und löten sie zweimal fest. So, hier ganz links ist der Input. In der Mitte ist wieder Ground und ganz rechts ist der Output. Wir müssen jetzt also die Kabel vom Input, also von unserem Eingang, der darf natürlich höher als 5 Volt sein, das ist ja ein Spannungswandler, die müssen wir hier links anlöten. In der Mitte kommt Ground hin und rechts kommen dann unsere stabilen 5 Volt raus. Wir fangen jetzt aber erstmal mit unserem Sonoff-Modul an. Hier, das ist ja der Ausgang, also hier brauchen wir 5 Volt drauf. Das kommt also hier an den Output. Stecken wir also mal einfach hier durch. Und unser Ground kommt hier unten hin, in die Mitte. So, ich habe mir jetzt hier noch 2 weitere Kabel zurechtgeschnitten. Das Pluskabel muss hier rechts ran und das Minuskabel muss wieder in die Mitte. Ich habe gerade bemerkt, dass die ganze Schaltung mit diesem Spannungswandler zusätzlich nicht mehr in das Gehäuse passt. Deshalb müssen wir nachträglich noch hier etwas wegfräsen, damit das Ganze dann hier in dieses alte Gehäuse wieder reinpasst. Jetzt brauchen wir 2 Sorten von Schrumpfschlauch, einmal diesen dünneren und einmal diesen etwas dickeren. Zuerst schneiden wir uns ein Stück vom dünneren ab. Dazu nehmen wir einfach eine Schere. Wir schneiden uns circa so viel ab, wie wir hier für diesen Spannungswandler zum Einbetten benötigen. Und jetzt machen wir hier einfach ein bisschen Feuer dran. Dann können wir das Ganze so nach hinten umklappen. Jetzt kommt der große Schrumpfschlauch, der muss ungefähr so lang sein, dass hier die ganze Platine reinpasst. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sieht man noch den Spannungswandler. Jetzt haben wir hier noch 2 offene Kabel. Das ist der Eingang für den Spannungswandler. Und die beiden Kabel können wir jetzt einfach an die Eingangspins, das sind diese hier, anlöten. Das ist jetzt die komplette Verkabelung. Und jetzt können wir den so noch mal zusammenbauen und ihn testen. Bevor wir diesen Schalter so testen können, müssen wir uns allerdings noch markieren, wo Plus und Minus ist. Das ist ja bei Gleichstrom wichtig. Und wir haben hier Plus und hier Minus. Das markieren wir uns jetzt hier auf unserer Box. Also hier ist Plus, hier ist Minus. Das ist bei N ist Plus. Bei L ist Minus. Auf der anderen Seite genauso. So, und jetzt können wir das Ganze zusammenstecken. Oh. Also, dieser Schalter ist qualitativ nicht besonders toll, wie ihr seht. Also hat man so noch jetzt keinen Taster mehr. Also löten wir jetzt auch gleich noch den Taster mit aus. So, ich habe jetzt gerade beim Zusammenbau diese 4 Pins für den Taster abgerissen.
dazu kommt bald ein neues Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr hier einen neuen Taster anschließt, beziehungsweise einen externen Taster anschließt. So, hier haben wir jetzt unseren fertig umgebauten Sonoff. Leider hier ohne Taster. Naja, gut, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich werde mal einen neuen anlöten. Ich werde jetzt das Ganze trotzdem mal anschließen, dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und wir sehen, die LED leuchtet innen. Dann warten wir mal kurz, bis es sich mit dem WLAN verbunden hat. Der Sonoff hat sich inzwischen mit dem WLAN verbunden. Und jetzt kann ich über mein Handy das Licht hier ein- und ausschalten. Und das ganz ohne 230 Volt. Das Ganze läuft im Moment auf 12,1 Volt. Ich kann die Spannung jetzt nur bedingt erhöhen, da mein LED-Strip sonst natürlich kaputt gehen würde, da dieser für 12 Volt ausgelegt ist. Bei 8 Volt funktioniert es auch noch. Ihr solltet aber nicht die Grenze von 7 Volt unterschreiten, da der Spannungswandler mindestens 2 Volt Toleranz benötigt. Das heißt, bei 7 Volt kommen dann genau 5 Volt raus. Wenn ihr etwas weniger hier rein, also wenn die Spannung etwas geringer ist, wird das nicht schlimm sein. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel 6 Volt und das Relais schaltet noch. Warum sollte man das Ganze denn jetzt machen? Warum kauft man sich nicht gleich einen Sonoff Safe Voltage? Ganz einfach, der Sonoff Basic ist günstiger. Wenn man alle Bauteile davon mit einbezieht, kommt man auf einen Preis von ca. maximal 4 Euro. Ich habe meinen Sonoff jetzt hier für 3,50 Euro auf Gearbest gekauft. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und die anderen Komponenten habe ich für 19 Cent insgesamt eingekauft. Ihr könnt also für insgesamt 4 Euro euren Sonoff Basic auf einen Sonoff Safe Voltage umbauen. Und wenn ihr nur LED-Strips betreiben wollt, dann ist das natürlich sicherer. Da arbeitet ihr nicht mit 230 Volt, sondern nur mit 12 Volt in diesem Fall jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.